Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 1. Januar 2017 erschien das Video Das wird 2017. Darin erklärt Rainer, keine Vorsätze fürs neue Jahr zu haben, nimmt sich aber vor, 100.000 Abonnenten zu erreichen. Dann macht er die Hater dafür verantwortlich, dass er seine DVD-Sammlung vermisst und gibt sich kämpferisch. Auf jeden Fall, fast meine ganze DVD-Sammlung wurde mir gestohlen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wenn die wirklich weg ist, wenn ich sie nicht zufällig woanders hingelagert habe. Aber ich glaube das nicht, weil die war immer da gestanden und die wurden geklaut. Nach 3 Jahren, wo die Hater so eine Scheiße abziehen und nach 2 Jahren, wo reell Menschen zu Schaden dadurch kommen, unter anderem hauptsächlich ich, habe ich mir irgendwo das Recht verdient, arrogant zu sein. Also fickt euch. Ihr könnt es nicht im Ansatz nachvollziehen, wie das ist, so ein Leben zu führen. Ihr könnt nicht im Ansatz nachvollziehen, wie die Sache so ist, wie man sich da fühlt. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, dann hör halt auf. Nein, ich höre nicht auf, weil ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich lasse mich nicht besiegen. Und ich lasse, um unbesiegt zu sagen, ich lasse mich nicht von irgendwelchen Leuten fertig machen, weil dadurch würden die gewinnen. Im Stream behauptete Rainer, von den 400 € aus den Spendenstreams wären nicht einmal 200 € tatsächlich bei ihm angekommen. Am 5. Januar war Rainer mit einem Keyboard im YouNow-Stream. Wartet mal. Ach, verdammt. Ich habe das überhaupt nicht mehr im Kopf, wie man das gespielt hat. Ich krieg das absolut nicht mehr hin, ey. Am 6. Januar gab Rainer in seinem Skyrim Let's Play fast sein gesamtes Ingame-Geld für Met aus. Auf Twitter drohte er mit Gewalt, sollte Boneklinks nach Deutschland kommen. Am 9. Januar erschien Time of Metal Nummer 11, Band Disturbed, Album Immortalized. Das Album Immortalized war ursprünglich im August 2015 erschienen. Das Album ist am 21.08.2016, also letztes Jahr, rausgekommen. Das heißt, es ist etwa, Sekunde, es ist 19 Tage vor meinem Geburtstag, 19 Tage nach meinem Geburtstag rausgekommen. Ziemlich cooles Geburtstagsgeschenk, auch wenn man bedenken muss, dass es natürlich 19 Tage später kam. Aber trotzdem, es war mein Geburtstagsmonat, finde ich sau cool. Ich liebe ja David Draymans Gesang, seine Stimme ist einfach, boah, ey, ohne Scheiß. Es gibt nur wenige Künstler, bei denen ich das behaupte, aber zum Beispiel der gute Jimi Hendrix oder der gute Johann Heck oder eben auch David Drayman. Bei diesen Leuten, wenn die singen, oder bei dem guten Jimi Hendrix natürlich die Gitarre, ich sitze hier mit dem Ständer. Im Dragon Monday erklärte Rainer, er würde 2017 gerne die Fenster und Haustür erneuern. Auch würde er die Wand, die er in einem Video vom 7. Mai 2015 abgerissen hatte, gerne neu bauen, damit die Wärme im Untergeschoss bleibt, in welchem er nun lebt. Dann warf er dem Betreiber von Lachschon und 3D Supply, da er sich als Hater entpuppt hatte, Kriminalität vor. Am 10. Januar streamte Rainer dann in den frühen Morgenstunden betrunken auf YouNow. Du siehst durchgenudelt aus. Das sah deine Mutter auch, als ich sie hatte. Okay, und ich habe das dumme Gefühl, ich bin gerade besoffener als je zuvor. Ich kann es nicht mehr lesen. Auf mich steht keine Frau, warum auch? Anschließend wurde ihm erneut scherzhaft ein Heiratsantrag gemacht, Rechteck ohne Ecken war zu Gast und Imp hatte mehrere kurze Auftritte. Aber ich denke, das ist jetzt wieder so ein guter Moment, wenn jetzt genug Leute zuschauen, um dich hier zu fragen, ob du mich heiraten möchtest. Ich weiß nicht gerade. Na, Zdravia, Rainer, wie geht's?
Nostrovi, wenn du mal Deutsch könntest, wären wir auch zufrieden. Russisch brauchen wir hier nicht. Tschüss, du Affe. Russisch? Japanischen. Also Sakura ist im Japanischen, heißt Küche. Hallo Rainer, möchtest du bei mir deinen Spendenstream eigentlich machen? Ich bin ja auch YouTuber. Ja, auf jeden Fall, Grüße gehen raus und immt der Übermensch und löscht dich, du fetter Buttergolem. Ja, dann frage ich mich, warum du als fetter Buttergolem hier bist im Livestream und dich lächerlich machst. Denn mich lächerlich machen kannst du definitiv nicht mehr. Vielleicht zeigen? Hallo Rainer, wann löscht du dich denn eigentlich? So, weißt du, sind wir mal ehrlich, ja? Du bist dümmer als ich, du bist hässlicher als ich. Das kann klar, ich du zeigst, bezeugen, ja. klar, du zeigst deine Fresse, Respekt dafür, aber deine schwulen Ohrringe, ja, an sich finde ich schon, ganz ehrlich, ich hab nichts gegen Schwule. Ohne Scheiß, Junge, ich hab nichts gegen Schwule, nicht, ganz ehrlich nicht, ich bin bisexuell, ja, aber wenn man sich so schwul verhält wie du, ja, dann kann man sich meiner Meinung nach schon eins sagen lassen, weil selbst ein Schwuler von dir nichts mehr wissen will. Aber warum ist denn schwul eine Beleidigung für dich, wenn du das doch selber... Das ist keine Beleidigung, definitiv nicht, überhaupt nicht, gar nicht. Ja. Aber du bist eine Beleidigung für alle Schwule. Ja. Das ist ein Unterschied. Nicht die Schwulen sind, nicht schwul ist eine Beleidigung, sondern du bist eine Beleidigung für Schwule. Weil du dich verhältst wie einer, aber kein Schwuler bist, verstehst du? Ja, ich werde der neue Drachenlord bald lachen, die auch über mich, und dann höre ich auf. Ich bezweifle, dass du ein neuer Drachenlord wirst. Junge, verstehst du es nicht? Keiner hat die Macht, die ich besitze. Ich bin Drachenlord. Keiner kann's mir reichen, das Wasser. Rainer, das ist jetzt, willst du 5 Jahre lang deinen Kopf gegen die Wand hauen und dann sagen, keiner von euch... Und wenn ich 5 Jahre meinen Kopf gegen die Wand hau, mein Kopf hält 5 Jahre gegen die Wand aus, deiner nicht mal eine Stunde, nicht mal eine Minute, einmal deinen Kopf gegen die Wand und dein Kopf ist Mus. 5 Jahre meinen Kopf gegen die Wand und die Wand zerbricht, Alter. Das ist der Unterschied, den du und deine Vollidioten nicht raffen. Und so eine Flasche wie du, keine Chance gegen den Drachenlord. Junge, lach ruhig. Alter, ich bin eine Witzfigur. Mir macht's nichts aus. Seit 4 Jahren, seit 3 Jahren lachen die Leute über mich. Lach ruhig. Lach dir den Arsch ab, Alter. Lachen wir regelmäßig. Du wirst morgen nicht mehr lachen. Lachen dich alle aus. Och, nicht, weil du, und ich sag dir auch warum. Vielleicht, weil ich dick bin? Weil du einen Kampf, eine Schlacht gegen einen verloren hast, der deiner Meinung nach dümmer ist als du. Und ich sag dir, warum du verlierst. Also ich sag dir, warum, gegen mich, und ich sag dir, warum du verlierst. Weil ich dich raushau. Oh nein! Ganz ehrlich, Junge, du hast nicht die geringste Chance gegen mich. Ich sag dir, warum? Ich bin der Boss. Ihr versteht es nicht. Alter. Seit 5 Jahren. Begreift ihr es nicht? Ich bin der Boss. Und Musik für mich. Und dann war auch noch Berndian zu Gast. Da. Den will ich jetzt drin haben, Alter. Der arbeitslose Fuzzi 24/7 online ist, um darauf zu warten, dass ich ihn reinhole. Oh, warte, ich muss kurz das machen. Ja, hi, jetzt ging es schneller als erwartet. Wie geht's dir? Berndian lauert. Auf was lauerst du denn? Auf deinen nächsten Abloser? Und du wirst weiterhin nicht weiterkommen, als ich es bin. Echt? Wenn du weiter nur Scheiße über mich laberst und weiterhin nur lächerliche Sachen über mich verbreitest, die sowieso nur die Typen glauben, die genauso wenig hören wie du im Kopf haben. Sprich, nicht mal eine Erbsengröße. Darauf lasse ich erstmal einen Fuß.
Der wollte seinen PC über die Ferne sperren und hat es nicht geschafft, weil ich über einen zweiten Bildschirm mich reinhacken konnte und die Sperre aufheben konnte. Aber ich finde es total lächerlich und witzig, dass du einfach nur meintest, dass du mich besiegen kannst. Junge, du hattest nie eine Chance und du wirst nie eine Chance haben. Und warum? Weil ich ein Drache bin und Feuer spei und dich verbrenne mit Haut und Haar! Alter, das macht Spaß. Nachdem Rainer seinen Rausch ausgeschlafen hatte, war er in Teamspeak online. Wenig überraschend war die Atmosphäre auf diesem Server ähnlich der letzten beiden. Lösch dich, Winkler, du dummer Hurensohn! Ja, Banden. Alter, du Hurensohn, verpiss dich dir, das ist unser Server! Junge, es ist mein Server. Ich bezahle ihn, dementsprechend bin ich derjenige, der hier Leute, der Chef ist. rufen um 3 Uhr nachts an, Pizza auf Rainer Winkel! Benehmt euch jetzt mal. Anfangs war der Server brechend voll mit Hatern. Nachdem Rainer einen Großteil der Leute gebannt hatte, bestand der Server nur noch aus einer kleinen Gruppe an Hatern, die sich als Fans ausgaben, um Rainer Informationen zu entlocken und diese im Internet zu veröffentlichen. Am 12. Januar war dann auch das Regenbogenschaf kurz auf dem Server. Rainer war in den nächsten Tagen oft zu unkonventionellen Uhrzeiten wie etwa 3, 4 oder 5 Uhr morgens online. Am 13. Januar wurde Rainer auf Hitbox gesperrt. An diesem Tag erschien auch ein Video, das Rainer während des betrunkenen Juno-Streams aufgenommen hatte, in dem er zu Equilibrium headbangt. Obwohl Rainer das Video im Sitzen aufgenommen hatte, war er nachher ziemlich außer Puste. Merkt euch das! Besiegt auf ewig! Eigentlich unbesiegt auf ewig. Ja, ich habe ein bisschen was gesoffen. Am 14. Januar berichtete Rainer in Teamspeak über die Schlagstockattacke und behauptete, nicht einmal zu wissen, wer Based God sei. Da jemand den Teamspeak live streamte, grüßte Rainer alle Zuseher und kickte dann den gesamten Raum. So, eine Sache noch. Ich grüße mal alle live auf auf YouTube und ich beweise jetzt mal, dass ich den ganzen Raum innerhalb von 2 Sekunden kicken kann. Am 16. Januar wurde Rainer von Hatern mit Schneebällen beworfen. Da! Deine Kamera kannst du gleich ausmachen, Alter. Nee. Meine ist nämlich auch an, Alter. Oh, da war ja weit daneben. Ey, ich steh nicht mit seinem Fett. Weiter, Alter, hopp, weiter. Am 17. Januar war Rainer um etwa 6 Uhr morgens im Teamspeak, da er die Nacht durchmachte. Er verhielt sich diesmal besonders arrogant, zum Beispiel als er gefragt wurde, ob er paranoid sei, da er während der Videos oft aus dem Fenster schaut. Dass da andere Leute wieder davor Wenn ich aus dem Fenster gucke, liegt es daran, dass ich ein großes Sichtfeld hatte. Ich habe ziemlich gute Augen und habe ein sehr großes Sichtfeld. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, lach du ruhig. Wenn ich aus dem Fenster schaue, liegt es daran, dass ich eine Bewegung im Augenwinkel wahrgenommen habe und deswegen schaue ich aus dem Fenster. Das hat aber nichts damit zu tun. Wenn rechts oder links neben mir eine Bewegung ist, dann schaue ich grundsätzlich dahin. Also es muss bloß eine Fliege sein, die rechts an meinem Auge vorbeifliegt. Ruhe bitte, Drache antwortet. Wenn ich, seit ich YouTube mache, eines gelernt habe, ich kann aber sprechen. Wenn ich, seit ich YouTube mache, eines gelernt habe, dann das, dass ich durchaus in der Lage bin, andere Menschen zu manipulieren. Die Sache, dass ich mit Menschen anders umgehe, du lach ruhig. Ich habe schon Menschen manipuliert, da warst du wahrscheinlich noch nicht einmal auf der Welt und bist noch im Sack von deinem Vater rumgeschoben. Rainer berichtete, es würde ihm Spaß machen, Leute auf dem Teamspeak zu bannen. Später hatte dann das Regenbogenschaf einen kurzen Auftritt. Mal so eine Frage, könnte ich als YouTuber mit 17.000 Abonnenten auch YouTuber ranbekommen? Was habe ich vorhin gesagt? 50.000 Regenbogenschaf. Du bist nicht mal ansatzweise in der Kategorie. Oder doch? 17.000. 17.000? Hast du nicht irgendwann behauptet, du hast mehr als ich? Lächerliche Figur, Alter. Am 18. Januar erschien dann der Vlog Laber mal wieder Drache. Metal Leute, servus und herzlich willkommen bei einem kleinen Zwischenvlog heute. Weil ich gerade einen Tweet gepostet habe auf Twitter, dass ich
Entschuldigung, das lasse ich jetzt drin. Mir wurscht. Am 19. Januar lud Rainer das Video Kochvlog die zweite Zwiebelsahneschnitzel hoch. Während des gesamten Videos ändert er jedoch nie die Position der Kamera, wodurch man nicht sehen kann, wie er kocht. An diesem Tag war auch Rainers Stream-Moderatorin Abby Sunrise auf dem Teamspeak-Server. Am 20. Januar richtete Rainer einen Raum auf dem Server für Frauen ein, den er Tittenbonus nannte. Angeblich, da die Frauen sonst zu sehr belästigt würden. Er selbst konnte den Raum jedoch auch betreten. Am 23. Januar sprach Rainer im Dragon Monday darüber, bei einem Anbieter des Teamspeak-Servers vielleicht um ein Sponsoring anzufragen. Auch redete er darüber, an einem Buch über sein Leben zu schreiben und kündigte tägliche Videos an. Dementsprechend erschien an diesem Tag Vlog 1 von 7 Montagmorgen. An diesem Tag war auch Imp auf Rainers Teamspeak-Server. Am 24. Januar streamte Rainer kurz auf Twitch. Im täglichen Vlog redete er über World of Warcraft. Anscheinend hatten die Hater seinen Account gefunden und töteten nun seine Charaktere im Spiel. Ab 25. Januar bereits erschien der angekündigte tägliche Vlog nicht. Mittlerweile war die Drachenlord-Dokumentation vom Y-Kollektiv aufgrund eines Copyright-Claims von Rainer auf YouTube gesperrt worden. Am 26. Januar erschien dann Vlog 3 von 7, Donnerstag WoW. Darin erklärt Rainer, der gestrige Vlog war nicht erschienen, da er verschlafen hatte. Obwohl Rainer momentan versuchte, seinen Schlafrhythmus zu reparieren, war er um 8 Uhr morgens ins Bett gegangen und um 19 Uhr aufgestanden. Am 29. Januar erschien dann Vlog 4 von 7 Ende, in welchem Rainer ankündigt, neue Headbang-Videos zu bringen. Dementsprechend erschien am 30. Januar ein Video, in dem er im Sitzen zu Nightwish headbangt. In dem Video trug Rainer ein T-Shirt des Radiosenders Metal Only, welches er von diesem geschenkt bekommen hatte. Der Code Midas-Effekt ließ nicht lange auf sich warten. Von diesem Tag existiert ein Besuchsvideo, dieses dokumentiert, dass sich einige Hater rund um Rainers Haus herumtrieben, mit dem Ziel, ihn mit Schneebällen zu bewerfen. Am 31. Januar erschien dann ein Video, in dem Rainer zu Digimon-Musik headbangt. In einem anderen Video erklärt er zu planen, sein Schlafzimmer zu verlegen, so dass er weniger Räume heizen muss. Auf Teamspeak reagierte Rainer auf Vorwürfe, er trage nichts zur Gesellschaft bei. Was ich zur Gesellschaft beitrage, wie wäre es denn zum Beispiel damit, dass ich anderen Leuten Hoffnung gebe, die selber schon die Hoffnung verloren haben, weil sie wegen solchen Typen wie dir meinen, selber nichts mehr wert zu sein, weil sie ständig von anderen wie dir gemobbt werden, von Leuten, die selber in ihrem Leben nur Scheiße erlebt haben, nur Scheiße machen und den ganzen Tag nur Scheiße labern. Und deswegen gebe ich solchen Menschen Hoffnung. Weil ich mich von jemandem wie dir nicht belabern lasse, weil ich mich von jemandem wie dir nicht unterkriegen lasse, weil ich von jemandem wie dir keine Angst habe und das zu machen, was ich will, keine Angst habe. Kurzum, ich trage zur Gesellschaft wahrscheinlich weit mehr bei, als du dein ganzes Leben schon getan hast. Und was die Sache Thema Arbeiten angeht, wenn wir schon mal beim Thema sind, Gesellschaft und so, ich habe in meinem Leben vermutlich schon mehr und schon härtere Sachen gearbeitet wie du. Am 1. Februar 2017 erschien das Video Headbangen zu Skillet Monster. Darin enthüllt Rainer, dass die jüngsten Headbang-Videos alle aus einer Aufnahmesession entstanden sind. Ich weiß, es kommt schon wieder ein Musikvideo oder ein Headbanger-Video, aber ich habe jetzt im Moment Blut geleckt und das ist alles die gleiche Aufnahmesession, das sieht man alles im Shirt, wobei es gleich wieder heißt, du hast ein hässliches Shirt an. Da hat ein hässliches Shirt an. Boah, Alter, kriegt euch mal ein, nur weil ich das Shirt öfter mal anhab, Alter, nur weil ich meine Shirts generell öfter mal anhab, habe ich es nicht immer gleich dauerhaft an. So, ich hab gepupst. Am 2. Februar erschien ein Video, in dem er zu Limp Bizkit headbangt. Vom 3. Februar existiert ein Besuchsvideo, in dem zu sehen ist, dass Rainer anscheinend sein Tor mit Kabelbinder verschlossen hatte. YouNow-Streams, Teamspeak-Server und tägliche Besuche. Der Jahresbeginn von 2017 gestaltete sich fast gleich dem von 2016. Rainer schien in einer Art Endlosschleife festzustecken, einer persönlichen Hölle, aus der er sich nicht befreien konnte und vielleicht auch gar nicht wollte.